Guten Morgen aus Bali bzw. Canggu. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Rafting. Wenn ihr wissen wollt, wie das Rafting hier in Bali bzw. Ubud aussieht, dann bleibt dran, wir nehmen euch mit und sind selber gespannt, weil wir es noch nie gemacht haben. Also ja, let's see. Auf jeden Fall haben wir unser Taxi vorbestellt bei Grab. Hat super geklappt. Der Fahrer war überpünktlich. Jetzt fahren wir mit einem niegelnagelneuen Fahrzeug. Das hat, glaube ich, so knapp 100 Kilometer. Auf jeden Fall filmen wir heute mit der GoPro, ganz klar, weil es wird nass und keine andere Kamera hält das, glaube ich, aus. So, wir sind gleich da. Wir sind jetzt angekommen. Wir packen unsere Sachen hier locker, denn es wird alles nass. Wir lassen noch alles hier. So, wir warten jetzt hier beim Rafting, bevor es zur Anweisung geht. 2,5 Stunden soll das Ganze dauern. Normalerweise, wenn wir halt irgendwo hinfahren, selbst nach Ubud oder so, nehmen wir immer einen Driver für den ganzen Tag. Der fährt dann natürlich auch mit dir hin, wo auch immer du möchtest. Musst du vorher nur grob absprechen. Aber wir sind hier irgendwo nirgendwo. Ich habe wirklich Angst, dass wir keinen bekommen. Unser Driver ist irgendwie noch hier. Ich weiß nicht, aufgrund der Sprachbarriere ist es ein bisschen schwer, dass er uns versteht. Wir werden hier mit Small Rig heute mal zusammenarbeiten. Hier werde ich die GoPro später ranmachen und dann sozusagen an die Brust, ja, um die Brust hängen, um den Hals hängen. Mal gucken, wie das ist. Es ist sehr, sehr stabil. Ich hoffe, es hält und die GoPro kommt heil an. So, das ist hier die Aussicht. Der wartet hier auch. Laura wartet da. Gucken wir mal, wie das funktioniert hier. Es wird interessant. Wir haben das noch nie gemacht. Ich wollte das schon immer mal machen. Und übrigens, der Fahrer ist immer zurückgekommen. Er hat uns gesagt, er wartet auf uns. Ja, es wird lustig. Wir sind insgesamt 5 Leute plus Instructor. Hier kannst du nochmal für dein Handy was kaufen. Im Übrigen, wir sind jetzt hier gerade eigentlich zur besten Zeit, wo der Reis dann auch geerntet wird. Ihr seht hier und auch natürlich an unserem Apartment, seht ihr, dass der Reis momentan kurz vor Ernte ist. Das sieht doch richtig schön aus. Das riecht hier richtig nach Kacke. Also wir werden auf jeden Fall später nass sein. Richtig komplett nass. Wir sollten Wechselklamotten mitnehmen, Flipflops und dann, ja. Wo gehen wir lang? Gleich werden wir wahrscheinlich irgendwie in Fürth oder so. Der eine ist auf jeden Fall barfuß. Das frage ich mich, wie er das macht. Aber naja, gut, geht dann schon. Im Dschungel hier. Schaut euch das mal bitte an. Also Wasser höre ich noch nicht. Wobei, doch, ganz gleich. Im Dschungelcamp, ich glaube, da ist es ein bisschen luxuriöser. Da wollen wir aber nicht hin. Was auch immer das für Geräusche sind. Aber ich höre das Wasser. Wir kommen dem Ziel immer näher. Oha, der Arme. Der muss mit dem schweren Tal da, in dem wir gleich fahren werden, da auf jeden Fall noch weiter runter gehen. Das ist so mega schwer. Der arme Mann, ey. Ich weiß, wie anstrengend es ist, schon runter zu gehen und dann noch mit, keine Ahnung, ich glaube 30, 40 Kilo von so einem Schlauchboot. So, wir kommen dem Ziel immer näher. Da ist Wasser, da wird es auch gerade alles abgepumpt. Ich hoffe, ihr seht das. Also wir werden wahrscheinlich nicht hier hochgehen, aber wir werden wieder an einer Stelle wieder hochgehen. Macht ja Sinn. Aber ja, das Wasser ist auf jeden Fall ziemlich schnell. Aber das Ding ist schon schwer. Und wenn man sich hier nicht abpackt, Junge, vorsichtig, runter, Step by Step. Also was für nicht Abenteuerlustige ist das hier nix. Das sage ich euch. Sehr, sehr steil und ja. Aber hiernach geht es für uns erstmal nach Hause, duschen uns, aber heute noch zum La Brisa Sunset machen. Ja. Stimmt, da war ja was. Ey, die armen Frauen, die bekommen echt nicht viel Geld und müssen hier stehen und pumpen das Ganze auf. Zum Glück nicht mit der Hand oder so, mit so einer Handluftpumpe, sondern wenigstens elektrisch, ey. Für die ist das so, ja, Touristen bringen Kohle, arbeiten die hier für uns. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Nur ein bisschen Mitleid bei dem Ganzen. Die verdienen echt wenig Geld. Also im Schnitt verdiene ich hier so zwischen 200 € im Monat und 300 €, so ganz einfache Mitarbeiter. Aber so in dem Boot aus. Und sie werden natürlich auch was verkaufen. Überall wird was verkauft, ich sage euch das. Das wird ziemlich fancy. Es geht los. Es geht los. It's good, it's good. Wie soll mir das denn jetzt überleben hier? Ach du
Ich hab das aufgenommen. Da war ein Fisch. Oh, Scheiße, Alter. Okay, der stimmt jetzt. Achtung! Boah. Da haben wir hier Fotos gemacht. Oh, oh, oh. Ja. Top. Ja, ist ein bisschen gechillt. Also hier sind Fotografen. Achtung, ach, oh, Achtung, Achtung, Achtung. Eieieiei, Achtung. Viel schöner drauf. Bum bum. Guck mir erstmal bitte an, wie cool das aussieht hier. Er sagt, hier gibt's Krokodile. So ihr Lieben, wir machen jetzt einen kleinen Break. Es ist hier mega lustig. Wir fahren noch ein Stückchen. Ich sehe gerade, dass wir noch nicht viel aufnehmen können, aber es ist anstrengend. Kommen den nächsten. So, wenn wir noch komplett nass. Alter, war das. Jetzt erzählen wir euch gleich, wie das war. So, ihr Lieben, wir sind umgezogen. Deswegen sollte man auf jeden Fall was Trockenes mitnehmen, weil ihr werdet komplett nass. Wir haben Tüten gegeben, um solche nassen Sachen reinzupacken. Nasse Sachen, schwieriges Wort. Und jetzt können wir noch was Kleines essen und dann fahren wir mit unserem Taxifahrer nach Hause. Nach der Stärkung sind wir wieder im Taxi und der Taxifahrer hat gewartet. Und fahren jetzt wieder zurück zu unserer Villa, denn wir wollen noch zu La Brisa auf dem Markt. Die haben bis 16 Uhr auf. Mal gucken, ob wir das schaffen. So, wir sind jetzt zurück in unserer Villa. Wir hatten Bindang. So schreibt man das, glaube ich. Es war anstrengend, oder? Es war richtig anstrengend. So, wir fahren jetzt zum La Brisa zum Markt. Wir sind angekommen, es regnet ganz leicht. Und wir gehen jetzt auf den Markt von La Brisa. Wir stellen hier gerade noch ein bisschen lang. Wir haben gerade einen Herrn kennengelernt, der führt ein polnisches Restaurant, das einzige hier in Asien, also in dem Teil von Asien. In Singapur und sonst wo gibt es sowas nicht. Der Markt ist relativ groß, wie ihr seht. Also hier ist gerade so ein Food Corner und hier gibt es unterschiedliche Küchen. Was ihr hier gerade gesehen habt, das ist ultimativ lecker. Also wir haben das Beef Tataki genommen.
Sehr lecker, ne? Und das ist das Restaurant, was wir hier haben. Also auch in Canggu, ne? Ja, wir sind etwas spät hier. Es ist schon kurz vor 16 Uhr und die ersten packen schon zusammen. Schade, aber vielleicht kommen wir nächste Sonntag nochmal. So ihr Lieben, der Nabrisa-Markt ist vorbei. Packen schon alle zusammen. Es hat riesen Spaß gemacht. Es ist wirklich cool, ähnlich wie der in Kapstadt, der bekannt ist. Ja. Aber tatsächlich viel besser. Ja, willkommen zurück in der Villa. Es regnet in Strömen. Ja, Mensch, alles nass.